Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play von mir, von einem Spiel, was ich schon relativ lange habe und auch mal mindestens mal eine halbe Stunde ungefähr schon gespielt habe. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist aber ein wunderschönes Spiel, mit echt schöner, mit einer echt schönen Stimmung, mit einer echt schönen Musik oder einem ganz wundervollen Sprecher. Das ist eine ganz wundervolle Spielidee. Was werde ich euch, brauche ich euch, oder na gut, kann ich euch verraten, das ist ja kein so großer Spoiler. Wir spielen letztendlich eine wundervolle, sehr fein ausgearbeitete Spielfigur, ein Rechteck. Und über dieses Rechteck werden wir im gesamten Let's Play noch einiges erfahren, schätze ich mal. Das Rechteck wird einige Freunde bekommen, das Rechteck wird sich sozusagen seiner selbst bewusst werden und wir werden dabei sein. Ich drücke einfach auf New Game und verrate von Anfang an gleich mal, dass ich wahrscheinlich in der ersten Folge etwas weniger sprechen werde, weil der Sprecher selbst eben relativ viel sagen wird. Wir sehen uns gleich wieder. The program was a failure. People forget this. It was a massive flop. The caller started adding name strings to the AIs as a joke. Thomas AT23612 wasn't special, it was just an AI. Thomas was alone. Wow, a weird first thought to have. Die ersten Level, wir sind schon bei 0.1, sind natürlich das Tutorial. Wir benutzen die Movement Keys oder den linken Stick. Ich nutze das Spiel das Ganze mit dem Controller. Pock, wir können runterfallen. Thomas decided to start listing his observations for posterity. 1. The whole alone thing. 2. Portals. They led somewhere. He'd yet to work out where. 3. Falling. Thomas was absolutely fantastic at falling. He was almost as good at falling as he was at observing. Okay, interesting. Thomas couldn't fall past this block. Think, damn it, think! What if there was some kind of inverted fall? Some way to... what's the word? Jump. It worked! Thomas had solved the great inverted fall mystery. A big jump. But Thomas noted there was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him, but gently. This all seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. It was unstable, and it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. He was starting to suspect. Oh, Entschuldigung. Ich muss mal aufpassen, dass ich das Level nicht so schnell durchspiele, damit der Sprecher mitkommt. Thomas wondered whether the portals were actually taking him anywhere. He felt like he was making progress, but there wasn't really any way to know. He seemed to be moving predominantly up and to the right, which might, or might not, be important. Ich liebe den Sprecher. It might have been paranoia again, but Thomas could have sworn the world was becoming more complicated. It always seemed to be one step ahead of his skills. It had been designed just for him. He wondered why. Was the world testing him? No, too obvious. Something about the boiling, toxic, glowing water intimidated Thomas. He didn't like it. He certainly didn't want to swim in it. He made another mental note. 4. Water. Not good. To be avoided. The loneliness was getting to Thomas.
No amount of observation or obsessive note-taking could combat that. Ach Gott. Na gut, dann habe ich direkt den falschen Weg eingeschlagen. Wie ich halt so bin. So. Hier rüber. Hab schon lange kein Jump Run mehr gespielt, fällt mir gerade so auf. Ah, und das Ziel. Ein Raumstab freigeschaltet. Schaltet. On the hop. New theory. The world was training him. He could feel himself getting smarter. There was the mental list to consider. Over the minutes and seconds since his spontaneous generation, he'd become a pretty skilled jumper. In der Tat. He was evolving. He just wished he had someone to share it with. Na komm. Ja, wie lang ist denn bitte dieses Level? Jawoll. I submitted hundreds of bug reports. I told that idiot this would happen. Overlapping scripts, more than one AI was bound to respawn into an environment at some point. Turns out I missed the point. That little error changed everything. Chris took an immediate and deep dislike to the skinny red rectangle. Who the hell did this Thomas think he was? So, ich kann die Charaktere wechseln, indem ich, wie war das nochmal? Ich glaube, Y habe ich es gemacht. Ja, genau, indem ich Y drücke. Du kannst nicht besonders gut springen, okay. Aber wir können mit Thomas ihm helfen. Chris had been doing fine. He wasn't the highest jumper, but he'd held his own. He'd even been graceful at times. So, komme ich jetzt hier rüber mit dem Kleinen? Ja, komm ich. Not technically graceful, it's probably the wrong word, but you know, fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. Er hasst Thomas. Und er kommt ohne ihn nicht weiter. Sehr schade. Ich wechsle den Charakter. Und werde Thomas mitholen. Na, verdammt. Oh Gott. Ich bin gespannt, wie die späteren Level werden. Das ist ja alles, das ist ja alles praktisch eine Übung. Aber schon sehr schnell erzählt. So, du kommst hier rüber. Und kannst jetzt einfach nur nach unten fallen. Wunderbar. Rechts unten habe ich den Mauszeiger. Ne, habe ich nicht. Hier sehen wir auch schon, wir haben jetzt zwei Formen. Wir haben Chris und wir haben Thomas. Und ich muss ernsthaft versuchen, mir diesen Namen zu merken. So, Chris ist am Ziel. Und Thomas bringe ich jetzt erstmal nach Hause. Gespeichert. Also mit jedem einzelnen, mit dem ein anderes Spielgefühl, muss man klar sagen. 1.3. Wie kommen wir jetzt da hoch? Okay, this was more like it. A glowy white thing. Only Chris could get to it, which of course made it all the more enticing. What would it do? What new opportunity might this switch open up to him? Wir werden sehen. Ah. Kommen wir jetzt aber hier hoch? Nein, wir müssen tatsächlich Thomas jedes Mal bemühen. Das kann ja lustig werden. So. Great, great. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. How fortunate. Seriously, this made the whole switch pressing thing entirely worthwhile. Ich mag den Zynismus, aber man sieht doch schon an den Teleportern, sie müssen aufeinander angewiesen sein. Finde ich ganz fantastisch. Was this good? Because on the surface, it did not seem good.
Chris was pretty scared. Little Red seemed fine, happy to be on his merry little adventure. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Sure, he'd been able to piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but that got him. Well, to ever so slightly higher platforms, which was sort of his point. Und Thomas kommt hier hoch. Lass uns gemeinsam runterfallen, Chris, komm. Schaffst du es darüber? Ja, das schaffst du. Wunderbar. Und du musst wahrscheinlich dann hier rüber. Oh Gott. Immer ein wenig höher, immer ein wenig weiter als Chris. Chris stared at Thomas with pure hatred. He seemed so very happy at their situation. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. That would be fine. But it was all the obvious observation that Thomas was doing which grated. Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little from the vaulting idiot. Fantastisch. He hoped the next portal would split them up. If only for a few levels. Nein, das willst du doch nicht wirklich, Chris. Ich bitte dich. Und du bist drüben. Thomas auch. Kommt Chris hier rüber? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. So schon mal nicht. Oh, ganz knapp. Aber hier wird es schwierig. Und da wird er nicht runter... Schaffst du es einfach rüber zu fallen? Du schaffst es. Wunderbar. Oh Gott. Der erste Tod, mehr oder weniger. Oh Gott. Chris ist ein bisschen schwerfällig. Würde ich ihm so nie sagen, natürlich. Er hat schon genug, mit sich selbst zu kämpfen. Alter Schwede, wie lang ist das Level? Okay, aber wie komme ich... Ah, Thomas muss da oben lang sozusagen. Einer unten, einer oben lang. Bleib da! Und auch Thomas hat einmal versagt. Einmal kurz gespeichert. Da sehen wir noch, wie Thomas sich auflöst. Das alte Thomas. Der alte Thomas. Und den haben wir. Den haben wir auch. Wunderbar. Ein weiterer Spielstand. Sehr gut. Und wir sind am Ziel. Fast eine Punktlandung. Oh. Ein weiterer Gefährte. He knew that this was his chance. A moment to shine. This was game day. Ja. Alter, kannst du hochspringen. Okay. Ich glaube wohl, wie machen wir das denn, Chris? Du musst mal kurz da... Nein, oh Gott. Du musst mal kurz da. Ich muss mal kurz aufpassen, dass ich hier nicht Teilenrucks mache. Dann muss Chris hier hoch. Thomas muss dahin. Dann haben wir es geschafft. This would not do. John needed room to show off his exceptional skills. As it was, he was trapped on the wrong side of these little dot things. Ja, dann musst du ein bisschen Seite gehen. Anyway. Pock. Einmal hier rüber, bitte. Einmal da. Wir haben jetzt Chris, John und Thomas. Wunderbar. Werden wir mehr Gefährten bekommen? Ich glaube ja schon. John inhaled the air of the open space, and it smelled of awesome. Time to flex those muscles, to put his training to use, time to show those little dots how it was done. Komm, das schaffst du, großer, starker Stab. John decided to press the switch to let the little dots catch up with him. John cared for his new allies. Oha. Und schon gibt's Zuneigung. Tell from the
sympathetic expression he practiced in the mirror all these years. So. Dann bringen wir euch nochmal rüber. Ganz, ganz langsam. Erstmal Chris. Der wird möglicherweise bei den Slightly Higher Grounds wie diesen hier Probleme bekommen. Und auf Thomas angewiesen sein. Und da kommt Thomas schon, eilt zu ihm. Wie ein guter Freund halt ist. Und er freut sich, dass er dem Chris helfen kann. Geil, oder? Zack, 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 zack. Wunderbar. Und einmal rüber. Ach Gott. So. Ich kann auch zurückschalten. Also ich kann zurück ausschalten. Ich kann vor und zurück auswählen. Lass also mit John vorwärts gehen. Um den Level so ein bisschen zu erkunden. Hier kommst du hoch. Überhaupt kein Problem. Wunderbar. Wir fahren fort mit Chris. Chris ist klein und stoisch. Das ist kein Problem. Ich bin ein großer Fan von Chris. Chris ist praktisch der Zwerg in der ganzen Geschichte hier. Er ist klein, robust, wird immer unterschätzt und leistet trotzdem seinen Beitrag zu der ganzen Geschichte. Finde ich wunderbar. Na komm. Er mag nicht der höchste Springer sein, das ist egal. So, einmal hier hin. Dann kommst du noch mit ran. Oh. Ah ja. Da brauche ich also nochmal. Na. Du kommst dahin und John als letzter, der lange Lulatsch, kommt nach Hause. Wunderbar. Okay, das sieht aus, das müsste man hier viel stapeln. Oder du schaffst es, allein hier rüber zu springen? Nee, noch nicht. Vielleicht, wenn du dich auf Chris ins Kopf stellst. John was happy to keep helping. He felt it was important to his image that he was seen to help the little guys. Das tust du wahrlich. Ich glaube, so ist das ganz gut. Damit Chris auch das Ganze irgendwie hinbekommen kann. Das heißt, Chris, kannst du auf John springen? Nee, kannst du nicht. Aha. In dem Fall wollte Thomas eine kleine Hilfestellung geben, ist doch kein Problem. Dann wird Thomas kommen, über euch beide hier rüberspringen, was Chris natürlich sehr ärgert. Und jetzt kommt Chris hier hoch. Bis jetzt kommt John ja ganz hervor und alleine klar. Einen kleinen aufmunternden Stoß noch. Pock. Schaffen die beiden das da? Ich glaube es ja fast nicht. Nee. Da muss John wieder einschreiten, ist kein Problem. Wie machen wir es denn? Dann gehen wir hier hin. Dann so und so. So läuft das. Wunderbar. Alter, du kommst auch nicht hoch alleine, lieber Thomas. Mute mal nicht zu viel zu. Wundervoll. So, einmal dahin. Chris kommt wieder hier rauf. Und Thomas ist wieder am Start. Zurück zu Chris. Zurück zu Thomas. Und zurück zu Chris. Und wieder ein bisschen John. Und wieder ein wenig Thomas, natürlich. Okay. Das Größte in das Altersschwede wird sein, natürlich Chris jetzt hier hochzubekommen. Das wird wirklich sehr interessant. Warte mal, Chris müsste dann wahrscheinlich von ihm hier abspringen. Läuft. He didn't mind them so much either. The red one, Thomas, had a charming way of applauding every time John jumped. Ja, das mag wohl sein. Dann lassen wir gleich mal Thomas, der so wunderbar applaudieren kann und immer ein großer, fröhlicher, oder ein halb großer, fröhlicher, ein fröhliches Rechteck ist. Als nächstes an die Reihe. Wunderbar. Jetzt vereinen wir die drei kurz mal. Denn nur zu dritt sind sie wirklich stark. Auch wenn John sich das vielleicht noch nicht ganz bewusst sein wird. Oder ganz bewusst ist. Das ist vielleicht nicht ideal. Lass mal so machen. Genau. So. Dann wieder du. Kommst hier hoch? Ja, das kommst du. Dann einmal diesen. The orange one was less immediately likable, but his unremitting cynicism and tutting amused John. Immerhin. Zynismus ist
die Quelle von Fröhlichkeit, auch von meiner natürlich. Und John kann mal wieder ein bisschen nachziehen. Hätte fast 2 Stück mit einmal genommen. Wollte er mich angeben, nicht wahr? Aber jetzt wird es vielleicht ein bisschen komplizierter. Einmal, du musst hier hoch. Dich ein bisschen auf die eine Seite von John stellen. Thomas zieht hinterher. Chris geht nochmal auf Thomas drauf und es klappt. Wunderbar. So, das könnte schon funktionieren für Chris. Ach, verdammt. Ja, okay. Vielleicht lieber so. Und so. Machen wir es am besten. Das wird tricky, sag ich mal. Ah, so kriegen wir es hin. So wird noch ein Schuh draus. Und die anderen beiden können wir einfach nachziehen. Das war ein bisschen übers Ziel ausgeschossen. Aber jetzt. Level 1.10. Floating target. This would require coordination, balance, and timing. John was sure the dots would be lost, but he was happy to guide them to triumph. Ja, eins nach dem anderen. Erstmal bringen wir euch alle dahin. Und dann schauen wir weiter. Okay, du musst da unten hin, ich verstehe. Maybe that's what the dots were for. They were there to extend John's reach, to make his performance even more impressive. John liked the thought. He decided to keep them. Ah ja, er behält sie, das war auch schön ausgedrückt. Ich glaube wohl, ich muss dich dahin stellen, damit Thomas weiterkommt. Und wir fallen ins Glück. The initial group possessed simply variations in size and strength. More complex configurations were inevitable. As errors spread, these variations became increasingly extreme. So, this was how Claire would die. She knew it would happen eventually. She was rubbish at jumping, and she moved slowly. She felt a little like her continued existence was breaking some kind of natural order. The crumbling pillar was a dramatic death, she supposed. Wait, what? Claire couldn't shake the feeling that she was not, in fact, dead. It was at that moment that Claire realized she had superpowers. Ja, und Claire kann schwimmen. She'd need a cape. There was no getting around that. You couldn't be a superhero without a cape. Claire didn't want confusion. Okay. Ich werde es ganz kurz mal pausieren und einen kleinen Schnitzen machen. Wir sehen uns gleich wieder.